Yo, liebe Monkey Gang, hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Video. Heute ist das Thema, jeder der den Titel lesen kann, weiß es schon, wir sprechen darüber, wie geht man mit Niederlagen um, wie geht man generell mit Niederlagen um, aber bei uns natürlich immer in Bezug auf Kampfsport. Und wir fragen einfach unsere Jungs dazu, was sie davon halten, was ihre Tipps sind, wie kann man damit umgehen, wie verarbeitet man das, wie holt man sich auch aus einer Niederlage das Beste heraus. Let's go! Los! Fragst du mich nach, also stellst du mir diese spezielle Frage, weil ich gerade dreimal verloren habe und du meinen Wunden bohren willst, Markus? Das ist ein bisschen unangebracht. Also schon so. Ja, das tut mir ein bisschen weh. Nein, das tut mir ein bisschen weh. Also ich fühle mich nicht gewertschätzt. Bei uns ist das wie in einer guten Beziehung. Manchmal muss man den anderen verletzen. Ist das so? Stellt sich die Frage da draußen, muss man wirklich die Menschen, die man liebt, verletzen? Ich bin nicht sicher, ob das immer notwendig ist. Aber es ist eine grausame Welt, Markus, also bitte stell mir deine pietätlose Frage. Wie geht man mit Niederlagen um, Dominik? Gar nicht. Das ist ein extrem schwieriges Thema. Klassische Roberto-Antwort wäre, verlier einfach nicht, dann musst du nicht damit umgehen. Immer wenn man Roberto eine Frage stellt, hey Roberto, wie escape ich Triangle, sagt er mal die ultimative Meisterweisheit, hey, komm gar nicht in den Triangle rein. Das wäre mal mein erster Tipp, einfach nicht verlieren, da muss man nicht mit Niederlagen umgehen. It depends of the fighter, you know, every fighter is different. So the personality, the background, the mentality, you know, the culture that he came from. And, you know, I've been around the world in many different places and everybody do it differently. You know, people in Argentina is one way, Brazil another way, Sweden, Germany, Austria, United States, they deal with a different way. Es gibt einfach die Niederlage, wenn man reingeht und nichts zeigt und ausgenockt wird oder submitted wird und nichts gezeigt hat, auch nichts in den Wochen vorher, die man auch sich vorbereitet hat, nichts gezeigt hat. Und dann gibt es halt Niederlagen, die was ich hatte gegen Volkan Özdemir, wo ich alles gegeben habe und als Sieger mich gesehen habe und halt auch das Publikum und auch die UFC sieht dich als Sieger und dann kommen 3 Punkte Richter daher und einfach geben 2 Punkte Richter waren für den Volkan und einer für mich. Und dann gibt es halt solche Niederlagen. Also es sind immer 2 verschiedene Niederlagen. Wenn es dann mal passiert, ja, wenn alle Stricke reißen, ich glaube, es sind 2 Dinge wichtig. Das erste ist, man muss sich diese Emotionen stellen und man muss dieses bittere Gefühl auch wirklich zulassen und spüren, damit man daran wachsen kann. Und man darf es aber auch nicht ewig herumschleppen. Das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten groben Dinge, die man tun muss. Also man darf es nicht komplett von Anfang an wegschieben, weil sonst ist das Potenzial zu lernen verschwendet. Man muss sich aber auch irgendwann verzeihen. Ja, also am besten, man schaut sich das nicht direkt danach, sondern ein bisschen später in Ruhe an, mit seinen Trainern, mit seinen Freunden, mit Leuten, die dem objektiv auch die Meinung sagen, hey, was hat dazu geführt, was kann man besser machen, was kann man daraus lernen. Und dann, wenn man sozusagen diese Lehrstunden aufgearbeitet hat, dann muss man das Ding ziehen lassen und muss sich auf die nächste Aufgabe fokussieren. Allgemein kann man sagen, ich glaube, das ist jedem klar, keiner verliert gerne Niederlagen, es sind immer scheiße. Es ist immer ein Knacks im Selbstbewusstsein. Ich glaube aber, dass man grob sagen kann, es gibt 2 Arten von Niederlagen. Eine ist leistungstechnisch, die andere ist eher mentaler Natur. Und ich glaube auch, dass man mit einer davon besser umgehen kann. Natürlich kommt es immer darauf an, hast du wirklich die 2 Monate Zeit gehabt oder 6 Wochen Vorbereitung, hast deinen Gegner schon gewusst oder bist kurzfristig eingesprungen oder was weiß ich. Es sind immer mehrere Faktoren, was da auch zusammenkommen für einen selber, halt, wenn du dann wirklich verloren hast. Aber grundsätzlich ist es so ziemlich das beschissenste und asozialste Gefühl, was es gibt auf der Welt, weil du bist in einer gewissen Art und Weise gedemütigt und einfach erniedrigt worden. Es ist so und boah, also ich habe gewisse Niederlagen, die habe ich heute noch nicht verdaut. Das Schlimmste am Verlieren ist das Mitleid der Leute, die einem dann sagen, hey Bro, nächstes Mal. Ich weiß auch nie, was ich sagen soll, wenn wer verloren hat. Ich weiß, der fühlt sich gerade, als wäre seine Katze gestorben und möchte am liebsten einfach in einem Vulkan versinken oder wen umbringen. Es gibt nichts Richtiges, was man sagen kann. Man kann ihm nur umarmen, einen Bus auf die Glatze geben oder wenn er Haare hat, durch die Haare streichen oder irgend sowas Ähnliches. Und dann Comeback stronger, Bro. Comeback stronger. Es ist, ja, diese ganzen Floskeln, auch man gewinnt oder man lernt,
Das ist schon wahr, aber natürlich gewinnt man lieber. Wer will lernen? Sind wir uns ehrlich, niemand will lernen, wir wollen gewinnen. Die erste Art von Niederlage nenne ich immer so leistungstechnische Niederlage. Damit meine ich, dass wenn man kämpft, oder ist eigentlich egal in welchem Sportart, wenn man einen Wettkampf hat, man performt gut, man zeigt alles, was man kann, man ist konditionell am Limit, man zeigt technisch alles, was man kann alles umsetzen, was man im Training gelernt hat, und man verliert dann trotzdem, vielleicht sogar knapp. Der andere war einfach besser, der andere ist vielleicht einfach besser. Dann kann man sich zumindest für diesen Tag keinen Vorwurf machen. Man hat alles gegeben, was man hat, und mehr als das kann man auch nicht herzeigen. Der andere ist einfach besser, sei es technisch, sei es konditionell. Aber das sind dann Sachen, wo ich ganz genau weiß, okay, an dem muss ich im Training arbeiten. Das schaue ich mir an, dann arbeite ich daran. Und man kann damit besser umgehen, einfach weil man sich keinen Vorwurf machen kann. So. Also vor allem, wenn man dann selber schuld ist auch noch oder so, und es ist ja völlig wurscht, ob der Kampf knapp ist oder nicht oder was weiß ich, man jammert dann halt immer selber, aber ein verloren ist verloren. Schwierig, also da muss man schon stark sein, dass man da wirklich damit umgehen kann, vor allem, dass man sich dann selber in den Spiegel schauen kann. Da ist das Umfeld auch immer wichtig, das Team wichtig, und die Leute, was du um dich hast, dass die dir ein ehrliches Feedback geben. Da ist viel Selbstreflexion nötig dann, aber ja, da gibt es kein Rezept, da ist jeder Mensch verschieden halt. Ich nehme mal an, du willst wissen, wie sich das anfühlt, wenn man richtig verliert. Das war bei mir so beim ersten Kampf. Ich war nicht ready für den Kampf, ich habe verloren, und diese Niederlage war sehr, sehr lang in meinem Kopf. Also jeden Abend kurz vorm Schlafengehen habe ich an die Situation gedacht, was hätte ich besser machen können. Und ich bin dann quasi in so ein Loch verfallen. Ne? Und dann denkt man sich auch, ist das für einen, bringt sich das was? Aber da sieht man halt, aus welchem Holz man geschnitzt ist, wenn man zurückkommt, wenn man sich wieder aufrappelt, wenn man wieder in die Trainingsstätte geht, wenn man wieder trainiert, und dann kommen die Erfolge. Also ja, wie sagt der Spruch, also der kämpft, der kann verlieren, der nicht gekämpft hat, hat schon verloren. Und für mich sind Niederlagen gehören halt zum Sport dazu. Das ist ganz normal. And I think you have to find your own way, but the most important is to have a long view about your career, not just, nowadays, like the fights, you're as good as you are in the last fight for the people, for the social media, for the tournaments and stuff. But actually, that's not the truth. You're still good even if you lose. You just have to improve some details, some problems that you have in your fight that you need to learn. So it's a learning experience. So if you see your career in the long term and how much you want to learn from these mistakes and becomes better, that's the best way to do it, I think. Die zweite Art von Niederlage ist für mich so eher mentale Art. Das sind dann die Tage, wo man überhaupt nicht performen kann, wo man einfach sich selber beim Kämpfen zuschaut, wo man überhaupt nicht reinfindet und man einfach nicht da ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, wenn man einfach zu nervös ist, wenn man vielleicht Angst hat, wenn man sich vom Gegner hat einschüchtern lassen. Aber auch das Gegenteil, wenn man sich den Gegner nicht überschätzt, sondern unterschätzt, man in den Kampf reingeht und sich denkt, yo, easy money bro, und überhaupt nicht da ist und der Gegner auf einmal voll auftritt, vielleicht doch besser ist als erwartet, vielleicht einfach einen guten Tag hat und dich dann besiegt. Es können aber auch Sachen sein, wie man bekommt nach 10 Sekunden einen Knockout und hat nichts zeigen können. Ich glaube, diese zweite Art von Niederlage ist immer das, wenn man keine Performance zeigen kann. Also wenn man nicht zeigen kann, was man eigentlich wirklich leisten kann und was man weiß, dass man kann. Das ist auch die große Kunst im Profisport, dass man am Tag X seine Leistung bringen kann. It's always hard because when you lost, you lose also self-confidence. So it's hard for you to regain that confidence. We are too attached to the winning. So that's also bad when you win, think that you're very good. Because you win that day because you're good on that day, but tomorrow it could be different, So I think it's not only where you get, if you get the belt or if you get a win, it's the way you get there. It's how you get there. If you do a process and you become a different person, that's the biggest reward you can have. Like become a different person, become more adult, more smart, more intelligent through your losses, and come back stronger and
and learn that and teach that to the next generation so they don't have to go through the same mistakes. Auf jeden Fall lernt man damit umzugehen. Ich bin der Meinung, dass je nachdem, wie man damit umgeht, die Leute oder einen selber viel, viel stärker machen kann. Und was ich nicht so finde, ist, dass man jetzt aus Niederlagen am meisten lernt. Wenn du mal eine gehabt hast, ist wurscht, ob du nachher dann wieder gewinnst oder verlierst, dann lernst du eigentlich dann auch von jedem Kampf. Es kommt immer davon, wie du die ganze Sache siehst. Da lernt man sich immer wirklich selber kennen dann und seinen Umkreis auch, weil meistens, wenn du gewinnst, ist ja jeder da und wenn du verlierst, dann siehst du dann, wer wirkliche Freunde sind oder was dann Sache ist. Und, ja. Ich werde immer da sein. Einfach weil ich die Klicks brauche. Dankeschön, ich liebe dich. So the best way to do it is to have an open mind and learn from your mistake, and don't focus on the loss, don't focus on the win, just focus on the process of your career. You know, I think that's hard to understand for young fighters, but when you get older, you start to understand and you enjoy every moment of your career. I enjoy all my wins and all my losses. I wouldn't change anyone for any reason. You know, all they teach me something. But the losses teach me more than the wins. So, yeah, I don't regret anything. Like, every situation was how it's supposed to be, and that makes me who I am today. So that's the way that I do it. I deal with the losses. Diese Art von Niederlage ist, weil sie eben auf psychischer Ebene basiert, glaube ich, ein bisschen schwerer zu verarbeiten, weil man sich selber kennenlernen muss, weil man sich selber erstmal verstehen muss, man muss seine Probleme kennen, man muss verstehen, warum hat man verloren, woran liegt's, an was muss ich arbeiten. Wenn man das schafft, glaube ich, hat man aber eine krasse Persönlichkeitsentwicklung hinter sich und kann sich so auf ein ganz neues Level bringen, nicht nur als Kämpfer, sondern generell als Person. Und deshalb glaube ich, dass man aus jeder Niederlage lernen kann, aber jede Niederlage anders irgendwie zu bewerten ist. Dankeschön. Ich liebe euch. Verliert es einfach nicht, okay? Es ist aber natürlich schon auch so, dass jeder Sportler und besonders Kämpfer, wenn er auf seine Niederlagen zurückschaut, idealerweise gewinnt man wirklich aus jeder Niederlage Erkenntnisse. Hoffentlich sind es die richtigen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich eben auch objektive Meinungen von außen holt, von Leuten, die es gut mit einem meinen, damit man selbst nicht, man ist ja selbst nicht rasend objektiv, was die Leistung betrifft oft. Und das hilft schon sehr, wenn man den Leute um sich hat, die einem auch klar sagen, hey, ich glaube, das und das haben zu der Niederlage geführt oder wenn wir das ändern, dann wird das nächstes Mal anders laufen. So, diese Schiene. Wichtig ist, dass man sich aufrappelt, dass man sich nicht in ein Loch vergräbt und einfach dort bleibt, sondern an sich glaubt. Und vielleicht, du weißt nie, was an diesem Tag war, vielleicht war es nicht dein Tag, vielleicht, weiß nicht, vielleicht hast du nicht gut gefühlt, Nervosität. Also gibt es viele Faktoren. Aber ja, man sollte immer nach vorschauen. Am besten ist nicht verlieren. Ich glaube, das war's. Regie, bitte Katze entfernen. Simba.